Schönes großes Bad, kleine Haken zum Aufhängen. Hier sogar noch mit dem Handtuchhalter. Also, hier kann ich mich sogar reinstellen. Ist genug Platz, auch für die Öhrchen. Passt auf jeden Fall. Gute Stehhöhe hier drin. Viel Staufläche. Kleine Küchenzeile hier. Mit einer Absaugung. Mit einer kleinen Kochzeile. Mit einem Kühlschrank. 76 Liter. Mit einer kleinen Mikrowelle darunter. Mit einem großen Spülbecken. Mit Platz unterm Spülbecken. Und unter der Mikrowelle nochmal ein großer Auszug. Ein paar Ausströmer hier unterm Bett. Und hier, wie gesagt, einmal rumherum Staufächer. Was ich auch sehr charmant finde, ist hier einmal nochmal ein Vorhang. Kannst das Ganze nochmal abdunkeln. Und materialitätenmäßig finde ich auch schön, ne? Schöne Farben. Hier mit der Decke sehr schön verkleidet. Und dann habe ich hier vorne einen Sitzbereich, einen Arbeitsbereich. Also das Fahrzeug ist natürlich super, wenn ich unterwegs bin, alleine bin, irgendwo hinreise und vielleicht auch arbeiten muss. Dann habe ich da halt die Möglichkeit zu sitzen und zu arbeiten. Und ich habe einen sehr, sehr, sehr großen Durchgang, auch zum Fahrerhaus. Da komme ich durch. Aber was hier an der Stelle auch nochmal das Besondere ist quasi das Bett, was sich hier oben befindet. Ich kann den gesamten vorderen Bereich nochmal zum Schlafraum umwandeln. Jetzt ist es hier allerdings gerade so voll, dass das natürlich ein bisschen schwierig wird. Heute ist nicht so der beste Tag hier, um zu filmen. Zugegeben. Denn heute ist es hier auf der Messe sehr, sehr voll. Was ich hier auch cool finde, der Fernseher ist mal nicht vorne eingebaut, sondern der Fernseher ist hier an der Seite verbaut. Schaut mal, da ist der Fernseher und somit kann ich hier aus dem Sitzen auch sehr schön Fernsehen gucken. Und hier habe ich einen Tisch und man sieht halt auch, dass es ein Konzept ist, wo ich halt unterwegs arbeiten kann. Hier in der Tischplatte ist die Kaffeemaschine integriert, das ist ja wohl auch witzig. Steckdosen, hier alles dabei, ne, mit USB sogar. Und hier habe ich dann meinen perfekten Arbeitsplatz, um hier unterwegs zu arbeiten. Nochmal eine große Schublade unter dem Tisch. Ein sehr, sehr großes Fenster, wo ich rausgucken kann. Und natürlich camperüblich auch wieder mit Mückenschutz und Verdunklung. Hier als Metallrahmen. Ist ja auch ganz spannend. Und wie gesagt, die ganze Geschichte ist hier auf Iveco-Basis als Allradfahrzeug. Geländetauglich, um mal richtig ins Gelände zu schießen. Ihr seht das mit einer Kabine, die hier aufgehängt ist. Also ich habe hier den Durchgang. Ich sehe hier diesen Balk, der hier die Kabine vom Fahrerhaus trennt. Und ich finde auch das Lichtkonzept sehr, sehr ansprechend. Hier ist Platz für 4 Personen, also 3 bis 4 Personen. Ich habe hier hinten 2 Plätze, wo ich dann halt sitzen kann und auch mit richtigen Anschnallgurten. Ich habe natürlich vorne entsprechend hier den Platz für Fahrer, Beifahrer. Und ich finde das Cockpit auch sehr, sehr ansprechend. Ich weiß gar nicht, was verbirgt sich denn hier drunter. Ah, okay, das ist nochmal so ein Abtropfgitter. Also wenn ich jetzt hier Tee mache oder so, dann habe ich hier halt nochmal ein Abtropfgitter. Da ist nochmal so ein kleines Kochfeld zum Erwärmen, was ja auch ganz witzig ist. Und ich weiß nicht, ob ich mal fragen kann, can you just show the bed a second? Let it down. Yeah, just a second. Oh, okay. Wait for a moment. Okay. Also jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch noch mal kurz das Bett gezeigt.
Das wäre natürlich großartig. Weil jetzt momentan ist auch gerade nicht so viel los. Bin ich ganz glücklich. Es sind nicht so viele Personen drin, weil das Konzept finde ich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ne, 3 bis 4 Leute. 3 Leute können hier auch problemlos dann abends essen. Wunderbar. Also ich habe da einen Platz und ich habe hier 2 Plätze. Ah, es ist sogar mit dem Schlüssel nochmal gesichert. Deswegen hätte ich es sowieso nicht machen können. Sorry. No problem. No stress. Đồ đỏ quá. Ah. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Lösung. Also ich kann hier dann mit diesem Bett, trotz alledem, ich habe hier ein vollwertiges Bett. Okay, so das ist die Höhe, genau. Ich habe hier ein vollwertiges Bett mit einer ordentlichen Größe und vor allen Dingen das Geile ist, ich kann hier trotzdem auch noch das Badezimmer benutzen, weil ich hier im Vorfeld sehr, sehr viel Platz habe. Okay, thank you, thank you. How do you think about this? Very good. Lovely car, I like it. I like the opportunity to work. If you are on the road, then you can sleep and work. You have a lovely place for computer, laptop, working. You know, I see it as a car for working. No problem, no problem. But it's lovely to sit here. To sit here, work, look out. Yeah. At the sea. Lovely. Ja, genau, okay. TV. Genau, hier habe ich nochmal einen Fernseher integriert. Dann habe ich da drüber nochmal wieder diese Überwachungsmonitore verbaut, weil hier diese chinesischen Autos immer die Möglichkeit haben, nicht aus dem Auto raus zu müssen, sondern ich kann dann hier aus dem Innenraum auch gucken, was alles drumherum ist. Ich habe hier ein sehr, sehr großes Display verbaut, um halt nochmal anzeigen zu lassen, wie die gesamte Bordversorgung ist, von Batterie bis über Wasser. Und mir gefällt das Fahrzeug sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es ist ein sehr schönes Auto. Also vom Platz finde ich es echt ausreichend und gut. Und ich finde es schön, dass es hier mal ein bisschen anders gelöst ist. Und wie gesagt, Leute, das ist ein richtiges Geländefahrzeug. Also das ist ein Offroad-Fahrzeug. Und hier hinterm Bett, das gucken wir uns gleich nochmal draußen an, habe ich hier natürlich dann nochmal auch nach unten hin Staumöglichkeit. Also ich habe Platz, so jetzt kommen die nächsten Vlogger. Please. So, jetzt wird hier auch noch ordentlich weiter gevloggt, deswegen nutze ich mal die Möglichkeit, euch das Fahrzeug von außen zu zeigen. Und wie man sieht, ein 4x4 und zwar ein richtiges Offroad-Mobil. Mir gefällt es auch optisch sehr, sehr gut und es sieht vor allen Dingen auch aus wie ein Offroad-Fahrzeug. Hier also mal so ein kleine Steine davor gelegt, allerdings Fake-Steine aus Pappe. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Auto. Ich habe hier im Außenbereich auch wieder so einen kleinen klappbaren Tisch. Also ich habe hier die Möglichkeit, auch außen noch was zu kochen. Ich habe hier eine Außensteckdose mit 220 Volt. Ich habe hier eine Außendusche, also ich kann auch wieder außen duschen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Fach jetzt hier mal aufmachen kann oder ob es abgeschlossen ist. Ich kann es sogar aufmachen. Und dann, wie ich schon vermutet hatte, unterm Bett. Ich habe eine richtige Heckgarage, also ich habe hier auch viel Platz zum Verstauen. Jetzt haben sie hier Werbemittel verstaut, aber wie ihr seht, der ganze Platz unterm Bett ist hier sinnvoll und ordentlich genutzt. Das heißt, ich habe hier auch ausreichend und genug Platz, um Dinge im Auto zu verstauen. Ja, ihr fragt euch wieder, natürlich ist dieses Auto auch wieder unter 6 Meter. Das ist ja Schiene üblich, damit ich so ein Auto auch mit dem normalen chinesischen Führerschein fahren kann, sind diese Autos ja immer
unter 6 Meter konzipiert und ich finde, bei dem Auto hier unter 6 Meter, also da haben die schon schönes Konzept gezaubert. Und vielen Leuten reicht natürlich der Stauraum in so einem Auto, was unter 6 Meter ist, nicht aus. Und deswegen ist es so ein bisschen halblegal, hinten nochmal so ein paar Heckboxen zu integrieren und zu sagen, naja, was soll's. Alles, was ich noch so mitnehmen will, alles, was ich an theoretisch Sachen habe, die nicht ins Auto sollen, vom nassen Neo über Holz und so weiter und so fort, kann ich hier natürlich hinten verstauen. Und da in China natürlich Gewicht überhaupt keine Rolle spielt, kann ich hier theoretisch auch hinten mein Moped draufschnallen. Den ganzen Kasten kann ich runterlassen, damit ich auch mein Moped hier anständig rauf und runter kriege. Und das ist ja auch theoretisch üblich, gerade so im Allradbereich. Hier habe ich nochmal einen Zugang zur Heckgarage. Finde ich auch immer sinnvoll, dass du beide Seiten nutzen kannst, wenn du irgendwelche Gegenstände hast, die du durchladen willst, wo du von der einen oder anderen Seite nicht so gut rankommst. Hier komme ich von beiden Seiten ran. In China habe ich das ganz häufig gesehen, das ist ganz spannend. Also die haben hier nicht nur den Landstromeingang, sondern die haben auch noch einen Stromausgang. Ich komme immer auch an Strom ran, und zwar, wenn ich Außenstrom brauche, weil die ja auch anders kochen. Die gehen halt mit dem Kochen anders um. Hier wird ganz, ganz oft, ich sehe das schon, da werden dann halt einfach so Campingstühle draußen hingepackt. Nicht nur, weil hier Messe ist, sondern Chinesen lieben es natürlich auch draußen zu sein, ähnlich fast wie bei uns. Aber sie lieben es auch draußen zu kochen. Das sehen wir in ganz vielen Konzepten. Kochen ist im Innenbereich gar nicht so angesagt. Das liegt mehr oder minder natürlich auch daran, weil Kochen hier eine andere Funktion hat. Es ist nicht unbedingt Nahrungsaufnahme, sondern es ist ein Event. Ich lade meine Freunde ein und ich koche dann draußen. Ich grille draußen. Hotpot ist hier sehr, sehr, sehr beliebt. Und das ist eigentlich eher immer ein Kochevent und nicht wirklich jetzt um zu essen. Zu essen gibt es hier ohne Ende Möglichkeiten, die zu kaufen. Wenn ich nicht unbedingt Offroad bin und unterwegs bin, habe ich hier wirklich ein fettes Netzwerk an Restaurantmöglichkeiten, an Essmöglichkeiten, an Supermärkten. Und da gibt es ganz, 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 ganz viel Fertigessen. Deswegen brauche ich in der Regel nur eine Mikrowelle. Und viele von euch wundern sich, ja, aber warum ist da keine ordentliche Küche drin? Das ist der Grund, weil China einfach anders mit Essen umgeht. Ist auf jeden Fall ein besonderes Auto, denn, auch das muss man dazu sagen, Iveco-Basis, und das Besondere an diesem Auto ist, es ein Iveco in China produziert. Allrad. Das gibt es erst seit diesem Jahr, und hier auf der Messe gibt es jetzt drei oder vier Fahrzeuge. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 3 Fahrzeuge, die mit diesem Iveco hier Allrad sind. Der normale Iveco kostet in China übrigens 20.000 Euro. Das schlagerst du mit den Ohren, oder? Ich weiß gar nicht, was der Allrad kostet. Wir können hier gleich nochmal gucken, was dieses Fahrzeug kostet und was der Wagen ohnehin so an Batterieleistung an Bord hat, was der an Wasser an Bord hat, wie das alles so mit den Funktionen aussieht. Das habe ich jetzt hier im Vorfeld nicht angeguckt. Ich fand das Konzept nur unheimlich interessant. Ich fand es halt mal spannend, dass hier auf jeden Fall mit dem Grundriss anders umgegangen ist, dass hier das ganze Konzept so ein bisschen anders betrachtet wurde, dass man gesagt hat, nee, man schafft hier die Schlafmöglichkeit halt einfach vorne in diesem Bereich und hinten nochmal ein Bett. Und gerade wenn ich alleine unterwegs bin, ne, wenn ich jemand bin, der jetzt nicht immer irgendwie mit der Familie unterwegs ist, sondern vielleicht mal unterwegs arbeitet und gerne komfortabel schlafen will, für den bietet sich das natürlich an, weil das Bett hier hinten ist echt kuschelig, und ich muss halt sagen, die haben hier auch mal, jetzt ist hier auch richtig Bettzeug drauf, hier auch eine ordentliche Matratze verbaut, denn Schlafen ist aus meiner Sicht natürlich das Allerwichtigste in so einem Fahrzeug. Alles andere kannst du draußen machen, aber Schlafen ist wirklich unfassbar wichtig, deswegen wundert es mich auch, warum viele Hersteller nicht immer ordentliche und anständige Matratzen verbauen. Hier in dem Fall ist mal eine ordentliche Matratze verbaut und nicht nur eine, sondern hier oben mit dem Bett, ne? Da kannst du auch richtig gut drin liegen. Also primär würde ich allerdings sagen, das ist echt ein Auto, das kaufst du dir, wenn du alleine Bock hast, mal irgendwie loszureisen oder wenn du viel beruflich unterwegs bist und halt irgendwie keinen Bock hast, ins Hotel zu gehen. Also für eine Person ideales Fahrzeug, vor allen Dingen, wenn dein Arbeitsbereich nicht unbedingt links und rechts von der Straße ist, sondern auch mal jenseits der Straße. Dafür ist es natürlich geil. Oder wenn du mal bei Kumpels angeben willst und sagen willst, natürlich habe ich hier auch ein Allradfahrzeug. Also sehr, sehr schönes Auto, und ich blende euch jetzt noch mal ein paar Rahmendaten ein.
Ja, der Newstar Baidu Y600C ist ein kompakter Offroader auf Iveco Daily 4x4 Basis. So gebaut in China. Und unter der Haube sitzt ein 3-Liter Diesel mit 179 PS. Dazu gibt's Permanentallrad und gleich 3 Differentialsperren. Mit knapp 6 Meter Länge bleibt das Fahrzeug auch noch wendig genug, um auch abseits der Straßen gut durchzukommen. Der Aufbau besteht komplett aus Aluminium mit einer 4-Schicht-Isolierung. Dazu gibt's noch 200 Liter Frischwasser, ein vollwertiges Bad mit Dusche und WC und natürlich eine Küche, die alles mitbringt, was man so unterwegs braucht. Auch beim Thema Autarkie ist man ganz gut aufgestellt. Mit 48 Volt Lithium-Batterien, mit 200 Ampere-Stunden, 600 Watt Solar auf dem Dach und einem kräftigen 6000 Watt Wechselrichter sorgt man dafür, dass man auch ein bisschen länger unterwegs stehen kann. Im Inneren wartet ein Querbett im Heck mit 2 Meter x 1,20 Meter und ein elektrisches Hubbett mit 2 Meter x 1,15 Meter. Und wenn es kalt wird, macht die Dieselheizung den Rest gemütlich. Der Preis zur Messepremiere liegt bei 798.000 RMB, also rund 102.000 Euro. Ein durchaus durchdachtes Paket für alle, die ein robustes 4x4 Wohnmobil suchen, das Abenteuer und Komfort verbindet. Oder vielleicht, wenn man unterwegs arbeiten will. Da fragt man sich doch nur noch, wann kommt denn so ein Auto mal nach Europa? Und vor allen Dingen, was wird es dann kosten? Ja, mega, oder? Also ich finde, China zeigt schon, dass man hier in China auch ordentliche Autos bauen kann. Mir gefällt das wirklich, auch die Qualität. So, ich finde da kaum was zu meckern. Also das ist echt vergleichbar mit den europäischen Autos. Es gibt hier sowohl als auch, ne, es gibt hier halt auch Billigausbauten, wo du sagen musst, qualitativ nicht so hochwertig, aber dann gibt es auch solche Ausbauten und da muss ich sagen, ja, geil, oder? Also mir gefällt das Ding richtig gut und vor allem mir gefällt auch immer die Tatsache, dass diese Autos unter 6 Meter sind. Schreibt mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Auto? Vor allem für den Preis.